Die Werkstatt ist heute menschenleer. Hier lagernde Sanitärgeräte werden nirgends mehr eingebaut. Auch der Parkplatz im Hof des Gießener Handwerksbetriebs ist voller Firmenfahrzeuge. Kein einziger Monteur ist im Dienst. Der Grund? Freitags ist frei. Seit Jahresbeginn gibt's hier die 4-Tage-Woche. Für die sonst auf dem Bau ackernden Mitarbeiter hat das einen ganz großen Vorteil. Also heute Morgen bin ich mit meinen 2 kleinen Kindern aufgestanden. Ich habe den Frühstück gemacht und konnte den Großen zum ersten Mal in den Kindergarten bringen. Das war schön. Mehr Zeit mit der Familie ist immer schön. Ist halt ein Vorteil für mich. Der Monteur und Vorarbeiter ist seit 20 Jahren im Unternehmen angestellt. Montag bis Donnerstag arbeiten er und die anderen vom Bau jetzt 1 Stunde mehr. Zusätzlich wird ihrem Dienst 1 Stunde Fahrtweg angerechnet, sodass sie auf 10 Stunden Arbeit pro Tag kommen. Freitags ist dafür frei. Also ich muss ehrlich sagen, es ist schon ein bisschen anstrengender, aber dadurch, dass ich dann den Freitag auskurieren kann, bin ich Montag wieder recht fit und kann wieder gut mit anpacken. Und es geht. Also von der Anstrengung her ist es jetzt nicht so arg mehr, weil es ist ja tatsächlich nur 1 Stunde mehr, die wir dann am Tag arbeiten. Geschäftsführer Jochen Thiele hat das Heizungs- und Sanitärunternehmen in Gießen vor 28 Jahren gegründet. Aktuell gibt es hier 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die verkürzte Arbeitswoche hat er versuchsweise eingeführt. Vordergründig erhoffe ich mir natürlich die Zufriedenheit der Mitarbeiter, die ich habe, als auch neue Mitarbeiter zu bekommen, die dieses System unterstützen, die sagen, ja, das möchte ich gerne machen, das finde ich gut. Gerade bei jungen Mitarbeitern erhoffe ich mir, dass die Leute sagen, ja, das ist etwas, da gehe ich mit. 40 Stunden, aufgeteilt auf 4 Tage, dafür ein langes Wochenende. Erfahrungswerte anderer Unternehmen zeigen, Mitarbeitende seien zufriedener, weniger gestresst, seltener krank. Die Produktivität steigt und Arbeitgeber werden als moderner, flexibler und attraktiver angesehen. Dennoch, lange Arbeitstage könnten auch abschrecken, der Arbeitsdruck sich erhöhen. Auch sei das Modell gar nicht in allen Unternehmen realisierbar. Bei uns ist das so, dass wir sehr viele Großbaustellen machen. Wenn meine Ausrichtung jetzt so wäre, dass unsere Firma größtenteils Privatkunden macht, hätten wir natürlich ein ganz anderes Problem, weil dann natürlich auch viele Kunden gerade am Freitag Zeit haben, um einen Monteur in die Wohnung zu lassen oder Arbeiten machen zu lassen. Das Risiko ist darin, wir müssen natürlich schauen, dass Ende vom Quartal die Zahlen auch stimmen. Und da ist natürlich das Risiko da, dass die Arbeit auch geschafft wird. Das Arbeitszeitmodell möchte der 54-jährige probeweise für ein halbes Jahr testen, auch um das Handwerk an sich attraktiver zu machen. Handwerk hat leider Gottes keinen hohen Stellenwert in der Bevölkerung, gerade bei Jugendlichen nicht. Wird viel damit verbunden mit schwer arbeiten, immer schmutzig sein, keine Aufstiegsmöglichkeiten, 0 Perspektive zum Weiterkommen, was eigentlich alles gar nicht mehr so stimmt. Also gerade das Handwerk, gerade in den technischen Bereichen wie Heizung, Sanitär, ist es ja facettenreich. Das möchte auch Mitarbeiter Alexander Gordev zeigen. Unter anderem realisierte der Bäder. Von Planung über Abriss, Rohsanierung bis zur Endfertigung. Der 32-Jährige präsentiert das gerne auch auf TikTok. Ich mache das super gern. Das macht mir super viel Spaß und das zeige ich auch in meinen TikTok-Videos. Das macht mich halt stolz am Ende. Ne? Jeder Handgriff muss sitzen und hat Bedeutung. Ich kann nicht verstehen, wieso das als letzte Ausweg quasi so, dann gehe ich zum Bau, wenn ich nichts erreiche. Aber das ist Quatsch, weil der Beruf entwickelt sich weiter, die Technik entwickelt sich weiter und das macht so viel Spaß. Ich kann es jedem nur ans Herz legen. Geschäftsführer Jochen Thiele selbst macht freitags zwar nicht frei, für ihn ist die Arbeit dann aber wesentlich entspannter. Ich kann besser vorbereiten und habe natürlich Zeit im Büro, Sachen zu machen, die sonst liegen bleiben oder bei denen ich sonst öfter gestört werden würde halt. Ne? Und in dieser Woche habe ich mit vielen Mitarbeitern gesprochen und da war die Resonanz sehr gut. Die haben gesagt, also ein Mitarbeiter hat gesagt, also er dachte eigentlich, so, am Samstag wäre schon Sonntag, ne? Und hat sich dann gefreut, dass er noch einen Tag hatte halt. Ne? Und das ist halt sowas, was dann auch wirklich gut kommt halt. Ne? Und auch für Alexander Gordev ist ein Aspekt seiner neuen Arbeitszeiten unschlagbar. Mehr Zeit mit meinem Kind. Mein Kind ist 11 und ja, sie freut sich auch. Wenn alle so zufrieden sind, soll die 4-Tage-Woche hier nach dem halben Jahr Probezeit dauerhaft beibehalten werden.